Willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße euch hier aus dem Rothaargebirge und zwar vom Rothaarsteig. Wir haben den 8. März, Samstagmorgen noch ganz früh und ich befinde mich hier am Kyrilltor, 8 Kilometer südlich von Brilon, und von hier steigen wir jetzt auf den Rothaarsteig ein und wollen bis morgen Abend genau die Hälfte des Weges, der insgesamt 156 Kilometer lang ist, zurücklegen. Das sind rund 70 Kilometer. Das Ganze machen wir mit Rucksack und Zelt und haben uns eine ganz besondere Stelle ausgesucht, wo wir heute Abend nach 34 Kilometer ankommen werden. Wenn ihr Lust habt, dann begleitet uns ein Stück. Der Rothaarsteig ist einer der Top-Trails of Germany und wirklich sehr, sehr bekannt. Ich wollte schon sehr lange laufen. Ich komme selber aus Essen und der Trail befindet sich hier im Sauerland, nur 2 Stunden von mir eigentlich entfernt. Deswegen freue ich mich, dass bei diesem super Wetter ich endlich hier die Möglichkeit habe. Die Infrastruktur ist hier auch sehr, sehr gut. Überall gibt es diese Holzhängematten, Bänke, Schutzhütten, an denen man auch sogar legal wildcampen darf. Das wird nämlich entlang des Rothaarsteigs hier toleriert. Und direkt fällt dir natürlich die absolute Ruhe auf, die man, gerade wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, natürlich nicht sofort immer hat. Ja, und ich mache die Tour auch nicht alleine, sondern mit Christoph, mit dem ich sehr viele Klettertouren und Tageswanderungen mache. Und das ist ja seine erste Trekking-Tour, glaube ich. Und ist natürlich sportlich und viel vorgenommen. Unser Ziel heute ist knapp über Winterberg bei der Ruhrquelle, direkt in 34 Kilometer. Und ja, da wir Winter haben und auch auf 700 Meter Höhe schlafen werden, wird es wahrscheinlich auch relativ kalt bis zum Gefrierpunkt, aber wir sind jetzt immer frohen Mutes. Es gibt auf jeden Fall sehr viel zu sehen hier, zum Beispiel diesen Borbergskirchhof, eine alte Wallmauer, die man hier noch sieht, eine Ruine. Wir laufen später an dem Bruchhauser Stein vorbei und immer wieder findet man auch so kleine Kunstwerke, Installationen aus Holz hier. Da hat sich schon sehr viel Mühe gegeben in der Region, aber es gibt auch nicht so schöne Seiten, denn das wissen auch viele, der Borkenkäfer hat hier ordentlich im Sauerland gewütet, ganz zu schweigen von den ganzen Stürmen. Und ja, manche finden den Trail dann teilweise deswegen nicht so schön. Also bis jetzt haben wir noch keine Abholzung gesehen. Ich bin mir aber sicher, das wird noch kommen. Und dann bin ich auch sehr gespannt, wie die aktuelle Situation hier ist. Und da hinten sieht man sie schon, die Bruchhauser Steine. Da führt der Weg gleich dran vorbei, aber bis dahin sind es erstmal noch ein paar Kilometer. Wenn das mal keine perfekte Pausengelegenheit ist für die erste Pause jetzt hier. Wir haben 8 Kilometer gelaufen und gerade beim ersten Tag, da will man natürlich erstmal nicht zu viel laufen und sich überanzustrengen. Deswegen werden wir jetzt erstmal 5 Minuten hier rasten, dann alle 6 Kilometer eine Pause machen. Ja, und heute Abend ist an der Schutzhütte sogar eine kleine Feuerstelle. Und ich habe ein bisschen Kienspan im Rucksack mitgenommen. Wir hoffen natürlich, dass wir da irgendwie trockenes Holz finden können und dann auf jeden Fall vor Einbruch der Dunkelheit, das soll auf jeden Fall klappen, noch ankommen und dann gemütlich ein Feuer machen können. Aber jetzt erstmal rasten. Ja, wenn die Sonne so stark direkt im März hier ist, um 10 Uhr morgens, dann macht Sonnencreme auf jeden Fall schon Sinn. Gerade wenn man aus dem Winter kommt, ist die Haut natürlich noch überhaupt nicht daran gewöhnt. Und besonders ich kriege dann immer sofort einen Sonnenbrand. Und die erste richtige Steigung hier heute. Wir sind natürlich im Mittelgebirge und haben insgesamt 1000 Höhenmeter ungefähr heute über den Tag verteilt. Wir kommen auch gleich auf den Langenberg, den höchsten Berg in Nordrhein-Westfalen und dann auch über den kahlen Asten, der natürlich bekannter ist, aber nur ein paar Meter flacher ist.
Absolut traumhaft hier oben. Aber da geht es jetzt auch schon wieder runter. Es geht die ganze Zeit durchs Hügelland, rauf und runter. Und jetzt gerade hat man einen kleinen Gipfel, 640 Meter Höhe. Da bin ich gespannt, wie es gleich auf über 1000 Meter wird. Aber bis jetzt gefällt es mir sehr, sehr gut. Also die kleinen Single Trails machen super Spaß. Wir hatten, glaube ich, nur einmal einen größeren Forstweg, der im Winter aber, glaube ich, auch eine Art Loipe ist, also für Langlaufski. Schnee haben wir natürlich jetzt hier nicht mehr, aber vor 2 Wochen war tatsächlich noch alles voller Schnee und die Leute konnten hier Ski fahren. Aber ich glaube, das werden wir jetzt hier nicht mehr finden. Ja, und hier sieht man schon so ein bisschen die Abholzung auch da hinten an den Hängen. Und da hat der Borkenkäfer schon gut gewütet. Erinnert mich immer an so eine Art Schlachtfeld, wenn ich hier durchlaufe. Aber bisher auf jeden Fall noch genug Wald und so ein bisschen, ja, hat es ja auch Vorteile. Man kann auf jeden Fall weit gucken, zum Beispiel da hinten wieder auf die Bruchhauser Steine, auf die wir jetzt zugehen. Da sind sie, die legendären Bruchhauser Steine. Der Rothaarsteig führt jetzt gleich rechts vorbei. Wir laufen einmal so rum, aber ich glaube, von hier aus sieht man die eigentlich am besten. Ja, seit 300 Millionen Jahren stehen die schon da. Der höchste der Bornstein ist 92 Meter hoch und es lohnt sich auf jeden Fall mal da auch hoch zu gehen und darin zu wandern. Ich war selber noch nie hier, habe das ganze Sauerland nur mal auf dem Sauerland-Höhenflug vor ein paar Jahren von West nach Ost durchquert auf 320 Kilometer und jetzt hier im Osten quasi von Nord nach Süd. Aber ich werde hier definitiv noch mal irgendwann eine Tageswanderung machen, weil da habe ich schon wirklich viele Videos gesehen und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugehen. Was war hier für ein Tor? Sieht sehr festlich aus. Hier startet auf jeden Fall das Naturschutzgebiet, glaube ich. Morgen. 12:15 Uhr und 14 Kilometer haben wir schon. Die Pause nutzen wir noch, denn jetzt gleich geht es auf jeden Fall hoch zum Langenberg. Ihr seht das schon auf der Uhr. Da wird ein heftiger Anstieg kommen, deswegen nutzen wir das hier nochmal. Ja, Wasserquellen gibt es auf dem Rothaarsteig auch eine Menge. Viele Flüsse haben auch hier ihren Ursprung, zum Beispiel die Ruhr. Wir sind mit 3 Liter Wasser gestartet, haben jetzt noch knapp die Hälfte. Man braucht natürlich ein bisschen mehr bei der Sonne und wir planen in etwa 10 Kilometer vom Ziel noch einmal aus einer natürlichen Quelle wirklich Wasser zu filtern und deswegen auch ein extra Wasserfilter dabei. Und dann müsste das für die Nacht reichen. Und wenn wir dann aufstehen, kommen wir sogar an der Ruhrquelle vorbei. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und die Ruhr fließt direkt bei mir vor der Haustür lang. Und da einmal raus zu trinken, das würde ich natürlich bei mir zu Hause nicht tun. Hier riecht es gerade so schön nach den Fichtennadeln, die überall auf dem Boden liegen. Das ist immer schön, wenn man aus dem Winter kommt. Das erste Mal dann wirklich diesen Geruch zu riechen, wenn die Erde ein bisschen wärmer wird. Traumhaft. Ich habe schon gehofft, das wäre es hier mit dem langsamen Anstieg, aber nein, hier links geht's jetzt, wie das Schild sagt, auf den Langenberg, da hoch und da wird es ganz schön steil. Bist du bereit, Christoph? Ja, los geht's. Oh, immer noch 3 Kilometer weg. Ich dachte, das wäre ja schon der Anstieg. Noch kein Ende in Sicht. Ich glaube, da geht es jetzt noch hoch. Man merkt, dass wir höher kommen, denn hier liegt trotz 17 Grad noch Schnee.
Ja, und damit herzlich willkommen hier auf dem höchsten Punkt Nordrhein-Westfalen, dem Langenberg. 843 Meter ist relativ unscheinbar, man sieht nicht so viel. Nächster Halt ist aber der Kahle Asten. Und wie der Name schon sagt, sieht man da auf jeden Fall mehr, weil nicht so viele Bäume da sind. Dann gehen wir zur Wasserquelle und dann endlich zur Schutzhütte. Wir haben knapp über 20 Kilometer, 14 Kilometer kommen jetzt noch. Und die letzten 3 Kilometer waren super anstrengend, aber mit auch die schönsten Passagen. Deswegen sind wir gespannt, wie das auf der Höhe jetzt hier weitergeht. Wir kommen relativ gut voran. Ab 17 Uhr wird es dunkler werden. Um 18 Uhr sollten wir spätestens ankommen. 19 Uhr ist dann komplett stockdunkel. Da wollen wir natürlich im Optimalfall vorher die Zelte aufbauen, was kochen und vielleicht noch Feuerholz suchen. Ich habe übrigens gerade Quatsch erzählt. Der nächste Berg ist der Hohe Clemensberg. Und der Kahle Asten, der kommt erst morgen da hinten irgendwo. Ich bin mal gespannt, wie kalt es heute Nacht wirklich wird. Also hier oben jetzt sind wir auf 800 Meter, würde ich sagen. Da merkt man schon deutlich, dass es kühler ist. Wir schlafen auf 700 Meter. Den Wetterbericht habe ich für Winterberg gecheckt. Ist zwar in der Nähe, aber schon ein bisschen tiefer. Deswegen hoffe ich mal nicht, dass es unter 0 geht. Aber wir sind eigentlich ja, bis minus 4 Grad so maximal darauf vorbereitet. Und zur Not machen wir eben ein Feuer oder laufen einfach morgens ganz früh los, wenn ja wirklich ab 4 Uhr die kälteste Zeit der Nacht ist. Das scheint hier der Clemensberg zu sein, mit einer etwas besseren Aussicht und so einer richtigen Skihütte für alle, die hier so eine Pause brauchen. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter hier hoch. Hier hat man echt mal eine ganz neue Vegetation. Ich glaube, wir gehen auch später noch durch ein kleines Moorgebiet oder Sumpfgebiet. Und schön ist, dass der Boden hier ein bisschen weicher ist. Nicht zu weich, dass die Schuhe allzu nass werden. Aber jetzt gerade so ab 23 Kilometer merkt man natürlich langsam die Füße, die Beine, gerade am ersten Tag. Da ist man für jede weichere Stelle auf jeden Fall dankbar. Und endlich mal ein Gipfel hier mit besserer Aussicht. Wow. Jetzt sieht man jetzt noch, wie hoch wir sind. (825), also auch nicht viel niedriger als der Langenberg. Ja, ich glaube, das ist das, was ich mit Moor meinte, aber ist eher eine Heide. Sieht auf jeden Fall schön aus und wir laufen jetzt rechts hier dran vorbei und dann erstmal lange Zeit wieder bergab. Die letzte Abendsonne. Ja, tatsächlich erstes kleines Problem oder vielleicht sogar ein größeres, müssen wir mal schauen. Bis jetzt lief eigentlich alles nach Plan, aber ich habe euch von der Wasserquelle erzählt, die wir angepeilt haben und wir sind einfach hier bei diesem schönen Sonnenuntergang jetzt gerade dran vorbeigelaufen und das schon ja, bestimmt 4 Kilometer jetzt. Also ich wusste nur, man kommt dran vorbei, habe aber nicht geschaut genau, wo die ist. Und jetzt kommt keine natürliche Quelle mehr, bis wir an unserem Schlafspot ankommen. Nur noch ein Dorf, Küstelberg. Und da gibt es wohl einen Friedhof. Muss man schauen, ob der schon offen hat. Wir haben erst März und meist sind die Leitungen noch im Winter zu. Ansonsten, vielleicht trifft man Anwohner. Die schlimme Alternative wäre, dass wir heute noch ein Stück weiter gehen bis zur Ruhrquelle, da Wasser holen und wieder zurück zur Schutzhütte. Aber nach ja, knapp 34, 35 Kilometer will man natürlich keine Extrawege haben. Aber Wasser brauchen wir in jedem Fall, denn wir werden bestimmt 14 Stunden oder so an der Schutzhütte insgesamt verbringen, bis wir weiterlaufen. Ja, vielleicht eher 13. Aber ja, Wasserreserven sind erschöpft und wir brauchen auf jeden Fall was für die Nacht. 4 Kilometer bis Küstelberg. Letzte Bank, letzte Pause.
Das ärgert mich jetzt mit der Wasserquelle. Aber gut, ein bisschen Reserve haben wir noch und bis jetzt habe ich auch was gefunden. Und genau das Bild habe ich im Kopf immer, wenn ich an Sauerland denke. Schöne Fichten- und Tannenwälder, gerade zum Sonnenuntergang und schöne Forstwege. Und hier ist tatsächlich der Sauerland-Höhenflug, auf dem ich damals vor vielen, vielen Jahren mal war. Ich erinnere mich aber gar nicht mehr an diesen Abschnitt hier, aber in der Region sieht alles ziemlich ähnlich aus. Aber auf jeden Fall cool, hier nochmal zu laufen. Und ich weiß dann auf jeden Fall, dass die Teile morgen auch richtig schön werden. Und okay, besser hätte es nicht laufen können. Direkt am Wegesrand war eine Gaststätte, die macht erst später auf, aber wir haben jemanden getroffen, der da gerade angeliefert hat. Und da konnten wir jetzt in einem wunderbaren Waschbecken im Keller voll Wasser auffüllen, volle 3 Liter, haben nochmal die letzten Reste leer getrunken. Jetzt haben wir über 30 Kilometer, 3,5 müssen wir noch, schon 17 Uhr und jetzt geht es einfach nur ab in die Berge zu unserer Schlafstelle. Kann mal passieren. Ja. Ja, da unten sehen wir jetzt die Hütte. Aber schlechte Nachricht, da brennt schon Lagerfeuer. Müssen wir natürlich gucken, ob die Leute, die da jetzt sind, auch da schlafen, ob man da genug Platz für alle hat. Aber ich sehe schon mal ein Auto, was ein gutes Zeichen ist. Zur Not machen wir dann eine Pause und laufen noch mal ein Stück weiter. Aber ich habe natürlich gedacht, dass wir da erstmal alleine sind. Wir müssen tatsächlich weiter jetzt. Die Hütte ist echt voll belagert mit 4 oder 5 Personen, glaube ich. Haben uns nett unterhalten, wollen natürlich da jetzt auch keinen auf die Pelle rücken. Jetzt laufen wir wohl oder übel noch 2,2 Kilometer an der Ruhrquelle doch vorbei. Hätten also auch dort Wasser holen können. Und da gibt es noch eine andere Schutzhütte, habe ich auf der Karte gesehen. Und dann werden es halt heute 38 Kilometer. Und hier ist sie, die Ruhrquelle. Wahnsinn, wie groß so ein Fluss wird, wenn man hier sieht, wie klein der eigentlich startet. Und hier hätten wir morgen erstmal Wasser gefiltert, aber müssen wir morgen schauen, wo wir dann Wasser holen. Die sieht schon mal brauchbar aus. Zur Not kann man dahinter auch Zelte aufbauen. Mülleimer ist auch immer gut. Mit einem Nord-Süd-Trail-Sticker, den sehe ich schon. Oh ja, gemütlich. Das reicht. Geschafft. So, jetzt erstmal Kocher anmachen, restlichen ausnutzen für Zeltaufbau und dann ausruhen.
Ja, Christoph schläft im Durston X-Dome und das passt hier wirklich perfekt in diese kleine Hütte rein. Wie maßgeschneidert. Und das Tarptan Rainbow LI steht hier auch im Eingangsbereich. Mehr schlecht als recht, aber hier war eine flache Stelle. Links ist zwar eine Wurzel, aber das passt schon soweit. Oh, jetzt ist es langsam dunkel. Ich bin froh, dass das mit dem Zeltaufbau jetzt noch geklappt hat und dass wir überhaupt hier eine zweite Schutzhütte noch gefunden haben, wo wir die beiden Zelte unterkriegen. Auch mit einem Mülleimer, ist total ruhig hier. Ist zwar relativ nah am Winterberg, an einem größeren Weg, aber ja, hier wird heute Nacht keiner mehr langkommen. Wird auch 3 Grad. Wir sind natürlich ein bisschen tiefer auch, das heißt ein bisschen wärmer. Und für alle Gear-Nerds hier, wir haben neben dem X-Dome und dem Tarptan Rainbow LI jeweils eine Thermarest X-Lite und dann 2 Apex Kills mit Klimashield drin und einmal Stärke 233, einmal Stärke 266. Deswegen sind wir hier auf jeden Fall für die Nacht gut ausgestattet. Ja, der Tag heute war schon sehr anstrengend. Jetzt gerade 38 Kilometer. Für Christoph auf jeden Fall auch eine krasse Leistung. Direkt bei der ersten Etappe hier so viel zu machen, ohne warm zu laufen. Aber Rothaarsteig schöner als ich dachte, auf jeden Fall. Also von der Abholzung habe ich gar nicht so viel heute gesehen. Kann natürlich auch noch kommen. Ich habe es mir auch nicht so in der Art vorgestellt, also wirklich so waldreich. Vor allem die ganzen Höhen haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, auch mit dem Langenberg. Und jetzt tut der Körper schon gut weh. Die Pause wird dringend notwendig sein und wir verbringen natürlich auch viel Zeit hier noch. Wir haben gleich erst 7 Uhr und ich denke mal, morgen früh werden wir so gegen 6, 7 Uhr vielleicht wach werden, dann loslaufen. Erstmal warm machen und dann einen Kaffee trinken. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier noch einen entspannten Abend machen und die Track and Eat Trockennahrungsmahlzeiten, die kochen gerade auch schon und ziehen und jetzt wird erstmal gegessen. Ja, 9 Uhr, jetzt sind wir im Zelt, weil langsam war es zu kalt, um noch draußen zu sitzen. Obwohl es in der Schutzhütte wirklich überraschend warm war. Wir hatten natürlich jetzt kein Lagerfeuer, habe meinen Anzünder jetzt umsonst mitgenommen, haben nur kurz das Feuer bei den anderen in der Schutzhütte gesehen. Aber hier ist es völlig in Ordnung, komplette Ruhe jetzt. Der Körper braucht auf jeden Fall jetzt eine große Rast und wir sind froh, wenn wir jetzt gleich schlafen können und morgen früh bei Sonnenaufgang geht's weiter. Bis dann. Hätte ich heute mal öfter auf die Karte geschaut, hätte ich die Wasserquelle bestimmt nicht so einfach übersehen. Und dafür eignen sich zum Beispiel spezielle Outdoor-Smartphones sehr gut, die man einfach mit einem Clip befestigen kann und so stets die Karte innerhalb weniger Sekunden im Blick haben kann. Neben dem Ulefone Armor 27T Pro, das ich vor kurzem schon getestet habe, gibt es auch noch eine günstigere und kompaktere Variante mit verschiedenen Halterungen, das Ulefone Armor X31 Pro. Das Gerät ist extrem robust und wasserfest und hat alle wichtigen Ports auch extra abgedichtet, sodass man auch keine weitere Hülle benötigt. Auch verfügt es vorbildlicherweise über die Möglichkeit, eine SD-Karte einzulegen und hat sogar noch einen AUX-Anschluss. Durch die 810H Militärzertifizierung kann das Gerät auch mal runterfallen, da es gegen Erschütterungen, Extremtemperaturen, Druck und viele weitere Einflüsse speziell getestet wurde. Durch eine frei belegbare Taste kann man zum Beispiel schnell mit einem Druck die Taschenlampe einschalten, durch gedrückt halten seine aktuelle Navigation und Karte öffnen oder sofort die Kamera für ein spontanes Foto starten. Neben der Frontkamera verfügt das Ulefone X31 Pro noch über eine spezielle Makrokamera, eine Infrarot-Nachtsichtkamera und eine 64-Megapixel Hauptkamera, durch die selbst bei großen Zoom-Details noch stets erhalten bleiben. Die Fotoqualität kann sich generell durchaus sehen lassen, um unterwegs auch gute Naturaufnahmen von der Landschaft machen zu können. Durch die Nachtsichtkamera ist es dann auch möglich, Fotos in absoluter Dunkelheit aufnehmen zu können. Und das funktioniert in der Praxis wirklich gut, sodass man mitten in der Nacht auch ohne Licht den Weg erkennen kann oder auch mal unbemerkt aus dem Zelt ein Tier fotografieren könnte. Durch einen modernen 5G-fähigen Prozessor funktioniert das alles auch sehr flüssig. Aktuell kann man das X31 Pro noch bis zum 9.4. durch eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie mit Gratisversand testen und zahlt statt 269 nur noch 200 €. Das Angebot ist auf 100 Geräte limitiert, den Link findet ihr in der Beschreibung.
Ja, guten Morgen hier um 8 Uhr. Wir sind gerade von der Schutzhütte aufgebrochen und wie ihr seht, die Sonne ist schon da. Und das ist natürlich gerade im Winter echt göttlich, wenn man aufsteht und es ist noch 3, 4 Grad und dann direkt die ersten Sonnenstrahlen kommen. Dann kann alles ein bisschen trocknen. Wir haben auch in Ruhe noch einen Kaffee trinken können und sind jetzt gerade losgelaufen. Die Nacht war sehr erholsam, doch noch ein bisschen kälter als gedacht. Meine Uhr hatte 2 Grad gezeigt. Ich glaube sogar, wir hatten 1 oder 0 Grad. Musste wirklich alles zuziehen. Dann ging es aber und ja, ruhige Nacht, wenig Tiere irgendwie gehört. Christoph meinte so um 11:30 wäre irgendwie eine Frau in unserer Hütte vorbeigelaufen, hätte irgendwas gesagt. Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Jetzt lagen wir knapp so 9 bis 10 Stunden im Zelt. Ein bisschen geschlafen, ein bisschen wach gewesen, aber alles super. Deswegen freuen wir uns jetzt auf den Tag. Die Muskeln machen soweit auch noch mit und jetzt stehen 31 Kilometer an. Der erste Halt ist erstmal Winterberg. Da hoffen wir natürlich noch einen Kaffee trinken zu können, vielleicht noch mal Wasser aufzufüllen. Ich habe nur noch, glaube ich, 200 Milliliter oder so. Aber soweit so gut und jetzt geht erstmal los. Und Christoph hat seine Sonnenbrille verloren. Muss noch mal zurück. Aber ich glaube, ist noch nicht so weit. Ich warte hier in der Sonne. Wir gehen jetzt über die Skipiste. Das könnte glatt werden. Okay, geht. War doch glatt. Also der Rothaarsteig geht jetzt echt die Piste runter und dann irgendwo links rein. Und da ich mich gerade schon langgelegt habe, sparen wir uns das lieber und laufen jetzt lieber hier außen rum. Aber Winterberg war auf jeden Fall gut. Da konnten wir jetzt Wasser auffüllen. Direkt auch wieder viel, viel wärmer. Also gerade noch bei 3 Grad losgelaufen. Jetzt schon wieder T-Shirt-Wetter. Und jetzt versuchen wir erstmal irgendwie hier aus der Skipiste rauszukommen. Endlich mal wieder Wald und Natur und Ruhe. Da im Winterberg war ganz schön was los. Also hatte natürlich Vorteile, dass wir alles auffüllen konnten, aber musste jetzt viel an der Straße lang laufen, um der Skipiste zu entgehen. Aber jetzt ist der nächste Stopp, glaube ich, wirklich der Karlasten. Ja. Das wird auch nicht einfach. Spätestens jetzt sind wir warm gelaufen. Wahnsinnsaussicht. Und da sind wir auf dem kahlen Asten mit dem markanten Turm. Nur 4 Meter tiefer als der Langenberg. Und hier bleiben wir jetzt auch erstmal auf der Höhe, haben schon den Großteil der Höhenmeter heute geschafft. Unser Ziel ist dort übrigens ein kleines Dorf und eine Siedlung, Jagdhaus genannt, bei Schmallenberg. Ja, und da werden wir den Trail heute beenden. Aber bis dahin sind es noch 22 Kilometer jetzt.
Sehr schön, hier die ganze Zeit auf dieser Höhe zu laufen. Aber alles mit relativ viel Asphalt heute. Deswegen laufen wir jetzt schon neben dem Weg die ganze Zeit, weil bei solchen Distanzen natürlich Fußmuskelschmerzen noch eine große Rolle spielen. Also das wäre auch eine absolut traumhafte Schutzhütte hier oben bei dem Ausblick. Geht alles, was man braucht. Gemütliche Bänke, ein Mülleimer und auf jeden Fall eine schöne Fläche, sogar mit Rindenmulch für 2 Zelte. Kann man nur empfehlen. Etwa 5 Kilometer vom Kahlen Asten weg. Oh, der Anstieg kam jetzt aus dem Nichts und war echt brutal. Also auf jeden Fall der härteste des Tages. Aber hier oben wartet eine Bank. Und dann machen wir jetzt erstmal eine Pause. 15 Kilometer noch. Ja, die Region im Winterberg ist auf jeden Fall besser besucht, als die Parts, wo wir gestern waren. Und es kommen fast im Minutentakt hier andere Wanderer oder Radfahrer entgegen. Aber es ist natürlich auch eine sehr touristische Region auch und Traumwetter heute wieder. Erinnere mich auch wieder total an den Westweg hier an dem Schwarzwald. Endloser Tannenwald mit ordentlichem Moos auf dem Boden. Und heute kommen wir echt gut voran, weil es großteilig wirklich nur flach ist und ab und zu mal ein Aufstieg oder ein Abstieg. Und das war gestern anders, da hat man 1300 Höhenmeter am Ende und heute wohl insgesamt nur die Hälfte, 500, 600. Und da war ich fast wieder auf dem Eis ausgerutscht. Sieht auch interessant aus. Wir fühlen uns echt generell fit heute, überraschend fit. Wir kommen sehr, sehr gut voran, machen jetzt eigentlich eher alle 8 Kilometer eine Pause. Jetzt fehlen uns nur noch 10 Kilometer und was heute auffällt, sind, dass es schon weniger Bänke auf jeden Fall gibt. Aber so ein nettes Moosbett ist auf jeden Fall auch super, mal eine Pause zu machen. Richtig schöne Passage hier nochmal. Wir sind echt mitten im Wald, man hört absolut gar nichts. Wir haben das schon seit längerer Zeit. Die Wege gehen auch die ganze Zeit kreuz und quer wie so ein Waldlabyrinth hier. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, auch im Vergleich ja, zu dem trubeligen Winterberg und dem Kahlen Asten heute Morgen. Man gibt sich schon Mühe mit der Trailmarkierung. Und auch bei den Bänken hat man sich auf jeden Fall Mühe gegeben, genauso wie bei den Schutzhütten. Und da kann man echt schlecht dran vorbeilaufen. Ja, und hier ist auch wieder ein Stück, wo man die Verwüstung von Stürmen und Borkenkäfer ganz besonders sieht. Millionenbank. Würde mich echt mal interessieren, warum die so heißt. Die ist seit 10 Kilometern oder so schon ausgeschildert. Aber kein Hinweis darauf. Oh. Geschafft.
Das war's mit der ersten Hälfte des Rothaarsteigs und wie ihr seht, sind wir wieder am Kyrilltor, da wo wir gestern Morgen angefangen haben. Denn ja, man kam jetzt gar nicht so einfach aus Jagdhaus, unserem Zielort, weg, da fuhr kein Bus mehr, deswegen mussten wir für den Großteil der Strecke ein Taxi nehmen. Aber wir sind jetzt früher hier, haben noch ein bisschen restlich, jetzt gleich noch 2 Stunden Autofahrt, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir hatten wirklich absolut bombastisches Wetter, kann man nicht anders sagen für Anfang März. Und mir haben beide Tage schon mal sehr gut gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Hälfte, die werden wir bald an einem nächsten Wochenende irgendwann machen. Und ja, der erste Tag war auf jeden Fall als Zwischenfazit schon mal sehr abwechslungsreich, wirklich konstant schön. Also man sieht auf dem Rothaarsteig wirklich sehr viele Highlights. Es gibt sehr viel Infrastruktur und eigentlich eine sehr abwechslungsreiche Landschaft, bei der man immer sehr viel sehen kann. Und der Tag gestern war auf jeden Fall der schwerere Tag. Heute hat es mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Winterberg war vielleicht am Anfang ein bisschen trubelig, die Skipisten ein bisschen genervt. Die Probleme hat man im Sommer natürlich nicht. Aber dann auf dem kahlen Asten den ganzen Tag wirklich gerade auf dem hohen Weg laufen und eine Aussicht genießen, das war super. Und der letzte Part durch den Wald war auch noch gut. Ja, und ihr merkt schon, wie ich rede, ich bin echt fertig. Das reicht jetzt auf jeden Fall 70 Kilometer hier in 1,5 Tagen. Ja, Asphalt war heute viel, deswegen tun meine Füße auch weh, aber ich kann den Rothaarsteig auf jeden Fall soweit empfehlen. Das mit dem Borkenkäfer, das ein bisschen abgeholzt ist, hat mich jetzt nicht so viel gestört. War auch jetzt zumindest auf der ersten Hälfte noch gar nicht so viel, fand ich. Mir gefällt halt sowieso das Sauerland, vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen, aber ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Part. Interessiert euch meine Packliste, was ich so bei hatte am Wochenende, findet ihr das wie immer unten in der Beschreibung. Und falls ihr Lust auf den nächsten Teil habt oder euch das Video auch so gefallen hat, freue ich mich mal, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.